Wenn man sich auf einen Fieldtest einlässt, ist es unheimlich wichtig, dass diese beiden Partner wie Horizon und Friedmann dann wirklich auch die richtigen Ideen gemeinsam kreieren. Das war hier der Fall. Ich bin Michael Schmid, bin Geschäftsführer hier bei Friedmann Brindada Solutions. Friedmann wurde vor über 15 Jahren gegründet von Unternehmensgründer Philipp Friedmann und kam aus dem klassischen Digitaldruck, Akzidenzbereich, und mittlerweile sind wir eben sehr stark in dem On-Demand-Geschäft, Fotokalender, Fotobücher, aber auch Spielkarten und Puzzles. Unsere Stärke ist, dass wir keine Nische haben, sondern die Nische ist, dass wir eigentlich fast alles produzieren können und wir ganz viel Spaß dabei haben. Wir produzieren Spielkarten und Puzzle in den kleinen Auflagenbereichen, Puzzle sogar ab Auflage 1, personalisierte Fotopuzzles. Das macht uns sehr viel Spaß und besonders jetzt in der Phase der Pandemie haben wir damit natürlich auch viel Zuspruch bekommen. Und das ist auch die große Herausforderung. Ich selbst komme aus dem Verlagsgeschäft, wo wir früher große Auflagen gefertigt haben. Und wenn ich das jetzt heute betrachte, dass es bei uns vom Product One losgeht bis in 500er Auflagen. Und deswegen ist Individualisierung extrem wichtig und natürlich auch Automatisierung. Wir sind in diesem Gebäude, an diesem Standort seit 2020, ein neu gebautes Gebäude, worauf wir natürlich besonders stolz sind. Und wir haben ganz großen Fokus auf Abläufe, auf Prozesse gelegt, auch auf Schnittstellenanbindungen, sodass bei uns die Standardisierung und Automatisierung im Vordergrund steht. Ja, tatsächlich ist der internationale Wettbewerb sehr stark spürbar. Aber auch in diesem Bereich nehmen die Auflagen immer weiter ab. Und durch unsere Standardisierung und Automatisierung haben wir hier einen riesen Vorteil und können uns somit eben auch diese langen Frachtwege und Frachtkosten sparen. Wir achten tatsächlich auf Zero Waste, auf Nachhaltigkeit, Sustainability. So haben wir keine Einrichtmakulatur, was uns nachhaltig macht, aber auch natürlich sehr kosteneffizient. Bei allem, was wir auch in Richtung Versand machen, achten wir auf Nachhaltigkeit, auf nachwachsende Rohstoffe und möglichst wenig Kunststoffeinsatz. Die größte Challenge ist, dem Markt anzupassen, sich auf Veränderungen von außen anzupassen, sei es eine Corona-Pandemie oder Trends der Industrie, diese zum einen zu ermitteln, aber auch mitzugehen und ganz wichtig, der Mannschaft zu vermitteln. Das ist so die Hauptaufgabe. Ich glaube, die größte Herausforderung heute in der Druckindustrie ist, weiterhin konstant vorne zu bleiben, individuell zu sein und vor allem sich an den Markt, der uns draußen umgibt, uns anzupassen. Das ist die größte Herausforderung. Und die zweitgrößte Herausforderung liegt dann schon beim Personal. Für mich immer das höchste Gut in der Druckweiterverarbeitung, weil ohne Hände ist es schwer. Die Maschinen, das Equipment zu haben und zu kaufen, ist die eine Sache. Da glaube ich, haben wir sehr viel geleistet und einen großen Beitrag geleistet. Aber ganz wichtig ist, die Mitarbeiter auf dieser Reise mitzunehmen, sie zu befähigen, die Maschinen zu bedienen, zu wissen, warum wir das Ganze machen und auch die Veränderungen, die draußen am Markt herrschen, mit hier reinzubringen und den Leuten zu zeigen und eben gemeinsam den Weg zu beschreiten. Es ist immer schwierig, die richtige Lösung zu finden, weil du oft in dem Moment, in dem du investierst, nicht weißt, wie dann die Einbindung in dein eigenes System tatsächlich ist. Aber ganz besonders wichtig ist es eben, darauf zu achten, dass wir unsere Mitarbeiter versuchen zu schonen und dass wir auf Automatisierung und Standardisierung gehen, um einfach die Belastung auf die Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten. Wir versuchen natürlich schon immer auf die Marktführer in den einzelnen Segmenten zu gehen, aber müssen auch immer die Vernetzbarkeit der Produkte im Auge behalten. Es bringt uns nichts, die allerbeste Maschine als Standalone-Maschine zu stellen, sondern wir müssen immer das große Ganze beachten und gucken, dass jede Maschine sich gut einreiht in den ganzen Produktionsprozess. Wenn man sich auf einen Fieldtest einlässt, ist es unheimlich wichtig, dass diese beiden Partner wie Horizon und Friedmann
dann wirklich auch die richtigen Ideen gemeinsam kreieren. Das war hier der Fall. Das ist eine große Aufgabe für mich als Weiterverarbeitungsleiter ist. Ganz klar, wie du schon richtig sagst, 25% ist die Aufgabe der Druckerei und dann kommt die große Weiterverarbeitung und das macht es auch so spannend, gerade bei uns, weil wir, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein riesen Portfolio haben. Wir haben so viele unterschiedliche Produkte in ganz, ganz unterschiedlichen Ausstattungen und das ist die Herausforderung, die es gilt, gemeinsam mit unserem tollen Personal zu stemmen. Wir haben einen Kunden, bei dem das Fotobuchgeschäft massiv wächst. Wir haben uns dem Kunden gegenüber versprochen, dass wir mitwachsen möchten im Fotobuchbereich, weil da haben wir Lust dazu, das können wir gut, das wissen wir. Und demzufolge bin ich mir 100% sicher, dass diese Investition auch Friedmann in den nächsten Jahren massiv nach vorne bringen wird. Wir haben vor 1,5 Jahren uns mehr und mehr auf das Fotobuch konzentriert und haben dann mit einem tollen Kunden, wie ich meine, es geschafft, wirklich eines der schönsten Fotobücher Deutschland europaweit fertigen zu können. Mit der Technik, die wir hier sehen und mit dem Personal und mit dem Know-how, was wir in den letzten 1,5 Jahren hier installiert haben, ist es uns auch gelungen. Wir fertigen ein Fotobuch in 17 unterschiedlichen Formaten. Das ist eine ganz, ganz große Seltenheit in der On-Demand-Produktion. Es gehört zu jedem Hardcover-Buch ein Cover. Und das ist so die große Challenge. Und zu jedem Hardcover-Buch gehört auch ein Buch mit Vorsatz gebunden, mit einem wunderbaren Gase, um das Buch auch entsprechend haltbar zu machen. Weil wir alle wissen, was ein Fotobuch kostet. Ja? Wir alle wissen, dass es für den einen Kunden das wichtigste Buch ist, das er selbst kreiert. Und das soll natürlich auch möglichst lange halten. Und das bieten wir an und das schaffen wir mittlerweile mit der Technik, die wir hier zur Verfügung haben. Also wir verwenden den Barcode für 2 ganz, ganz wichtige Themen. Einmal, um das Produkt auf der Maschine zu steuern und zum anderen, um das Produkt dann im Folgeprozess so einsteuern zu können, dass wir das Cover mit dem richtigen Buchblock matchen. Ganz, ganz wichtig und deswegen ist es ohne Barcode heute nicht mehr denkbar. Ich glaube, ganz wichtig für die Zukunft ist eine Automatisierung und Standardisierung der Weiterverarbeitung. Ich glaube, vom Bestellvorgang online bis hin auf die Druckmaschine haben wir schon sehr, sehr viel getan und haben wir sehr hohen Automationsgrad. Ich glaube, hinten raus die Produktvielfalt darzustellen mit möglichst wenigen Rüstprozessen, das ist ganz wichtig für die Zukunft. Wir haben einen sehr breiten Produktrange, wir haben einen sehr breit aufgestellten Maschinenpark, wir haben ein super Team mit sehr gut ausgebildeten Mitarbeitern hier und damit sind wir perfekt aufgestellt für die Zukunft. Jetzt gilt es einfach, am Markt dran zu bleiben und weiter zu optimieren und weiter gute Qualität zu liefern.